Wenn du auf Wohnungssuche bist, wird oft eine Schufa-Auskunft verlangt oder Unternehmen fragen diese ab, wenn du beispielsweise ein Bankkonto eröffnen willst oder Kreditkarte abschließen, wo dein Schufa-Score zur Ablehnung führen kann. Doch was genau ist dein Schufa-Score und wie kannst du deine Daten bei der Schufa herausfinden? Das erkläre ich dir ausführlich in diesem Tutorial. Die Schufa ist ein privates Unternehmen, welches für fast jede Person in Deutschland einen Score erstellt, der deine Bonität bestmöglich einschätzen soll. Dabei bezieht die Schufa alle Daten, welche sie über dich erhält, mit ein. Das sind persönliche Daten, die du selber angibst, aber die Schufa arbeitet auch mit vielen Unternehmen zusammen, die ihre Daten über dich mit der Schufa teilen. Im Gegenzug haben Unternehmen die Möglichkeit, deine Bonität anhand des berechneten Schufa-Scores abzurufen, um einschätzen zu können, ob du beispielsweise kreditwürdig bist. Dieser Score ist eine Zahl von 0 bis 100%, wo umso höher, umso besser ist. Wie sehr welche Faktoren deinen Score beeinflussen, legt die Schufa nicht transparent offen, aber über den Link in der Beschreibung kannst du dir genauer durchlesen, welche Faktoren berücksichtigt werden und warum. Doch wie finde ich heraus, was mein aktueller Score ist und welche Informationen die Schufa über mich hat? Dafür gibt es aktuell 3 unterschiedliche Wege. Erstens kannst du für einmalig 29,95 € eine Schufa-Bonitätsauskunft beantragen. Hier erhältst du per Post ein Zertifikat, worauf deine aktuelle Schufa-Einschätzung steht. Diese wird oft von zukünftigen Vermietern oder Co. als Auskunft gefordert. Zusätzlich erhalten wir auch Erläuterungen zu unserem Schufa-Score und woraus sich dieser zusammensetzt. Diesen Score und die Erläuterungen ohne gesondertes Zertifikat können wir als zweites auch einfach als Abo über Meine Schufa erhalten. Dieses Abo fängt bei 3,95 € pro Monat an und gibt es in verschiedenen Varianten, wo wir teilweise das Zertifikat auch kostenlos erhalten können, sowie besseren Kundenservice und einen ungefähren täglichen Score einsehen können. Wer kein Zertifikat benötigt und seine Daten nicht besonders aufbereitet und einmalig einsehen will, der kann sich als dritte Möglichkeit eine kostenlose Datenkopie von der Schufa zuschicken lassen. In dieser siehst du ebenfalls deinen letzten Score und welche Unternehmen diesen abgerufen haben. Wie jede der Optionen genau funktioniert, schauen wir uns jetzt noch jeweils im Detail an. Du kannst über die Timeline auch zu einer bestimmten Stelle springen, falls du dich nur für eine bestimmte interessierst. Ganz zum Schluss gehen wir noch auf die Unternehmensauskunft ein. Die Schufa-Bonitätsauskunft ist ein einmaliges Produkt, welches wir bestellen können, um unseren aktuellen Schufa-Score auf einem fälschungssicheren Papier zu erhalten, mit unserem Namen und Datum der Ausstellung der Auskunft. Diese Auskunft ist meistens die, welche Vermieter mit einem Vertragsabschluss sehen möchten. Wenn du ein Bankkonto oder Kredit beantragst, musst du meistens nichts machen, da Unternehmen direkt mit der Schufa zusammenarbeiten und deinen Score direkt abrufen können vor dem Abschluss. Doch wie bestellen wir jetzt die Bonitätsauskunft? Wir können uns diese über den ersten Link in der Beschreibung für einmalig 29,95 € bestellen. Hast du ein Mein Schufa Kompakt oder Plus-Abo, erhältst du sie einmal im Jahr auch für den halben Preis und mit Meine Schufa Premium sogar einmal im Jahr komplett kostenlos. Die lohnen sich aber nicht, wenn du nur einmalig eine Auskunft benötigst. Mehr zu den Abos im nächsten Kapitel. Die Schufa kooperiert auch manchmal mit anderen Plattformen wie beispielsweise ImmoScout, wo du bei einem Mieter-Plus-Abo auch die Auskunft kostenlos dazu bekommst. Also lohnt es sich zu prüfen, ob du eventuell schon ein Abo woanders besitzt, die diese inkludiert. Klicken wir jetzt auf Bestellen, will uns die Schufa noch das Meine Schufa Kompakt-Abo mit Testzeitraum verkaufen. Wenn du das nicht möchtest, wähle einfach als Gast aus und im nächsten Schritt müssen wir unsere persönlichen Daten angeben. Damit kann die Schufa sichergehen, dass es sich wirklich bei uns um die Person der Auskunft handelt. Im nächsten Schritt müssen wir dann noch die Zahlungsmethode eingeben und erhalten einen finalen Überblick über unsere Bestellung. Haben wir die Bestellung erfolgreich abgeschlossen, erhalten wir unsere Bonitätsauskunft wenige Tage nach Bestelleingang an unsere angegebene Adresse per Post geschickt. Auf unserer erhaltenen Bonitätsauskunft sehen wir neben unserem Namen, Geburtsdatum und Adresse auch, wie uns die Schufa einstuft, anhand von paar Worten und von wann diese Einstufung ist.
Der Zettel ist mit einem Hologrammstreifen versehen, um Fälschungen zu verringern. Hier finden wir im Text auch einen Verifizierungscode, welchen man auf einer besonderen Seite der Schufa bis zu 60 Tage nach Ausstellung eingeben kann, um ihn auf Echtheit zu prüfen. Dieser Zettel ist der relevante Zettel, welchen wir beispielsweise unserem zukünftigen Vermieter zeigen wollen. Wir erhalten zusätzlich noch erläuternde Informationen zu unserem Schufa-Score, wo wir auch differenzierte Branchenscores erhalten haben, was der Orientierungswert ist und welche Informationen die Schufa über uns bereits gesammelt hat. Neben der einmaligen Bonitätsprüfung können wir auch ein Meine Schufa-Abo abschließen. Hier gibt es 3 unterschiedliche Abos, wo es mit dem Standard-Kompakt-Abo für 3,95 € im Monat beginnt. Mit dem Abo erhalten wir Online-Zugriff auf unseren ungefähren tagesaktuellen Schufa-Score und quartalsweise genauen Schufa-Score. Dort sehen wir auch, welche Unternehmen unseren Schufa-Score abgefragt haben, unsere persönlichen Informationen und können auch einen besseren Schufa-Kundenservice erreichen. Mit dem Abo können wir auch eine Schufa-Bonitätsauskunft für nur 14,95 € beantragen. Die gleichen Konditionen haben wir auch im Meine Schufa Plus Abo für 4,95 € pro Monat. Hier erhalten wir zusätzlich einen Identitätsschutz, der das Internet nach Daten von uns untersucht und uns mitteilt, wenn diese irgendwo fälschlicherweise verwendet werden. Hier erhalten wir auch einen separaten Kundenservice, der uns dabei hilft, wie wir mit solchen Identitätsdiebstählen dann am besten umgehen und hilft uns, falls möglich, diese entfernen zu lassen. Wie gut die Erkennung und Löschung von solchen digitalen Diebstählen von der Schufa ist, kann ich nicht beurteilen. Als letztes gibt es noch das Meine Schufa Premium Abo für 6,95 € pro Monat, mit welchem wir die gleichen Konditionen wie im Plus-Abo erhalten, nur dass wir zusätzlich einmal im Jahr kostenlos eine Schufa Bonitätsauskunft und eine Schufa Unternehmensauskunft beantragen können. Zudem erhalten wir noch höher priorisierten Support. Über den Link in der Beschreibung können wir alle Abos nochmal sehen und dieses abschließen. Alle Abos haben eine Standardlaufzeit von 12 Monaten. Das Kompakt-Abo können wir auch 30 Tage kostenlos testen. Haben wir ein Abo in den Warenkorb gelegt, erstellen wir beim Kauf ein Schufa-Konto mit E-Mail, Adresse und Passwort, mit welchem wir uns dann zukünftig auf der Meine Schufa-Seite einloggen können. Bei der Bestellung müssen wir auch unsere Adresse und Zahlungsmethode hinzufügen, wo nur eine Lastschrift verfügbar ist. Haben wir das erfolgreich getan, erhalten wir in den nächsten 2 bis 3 Werktagen einen Brief mit unserer Super-PIN. Diese müssen wir nach Anmeldung in unserem Schufa-Account einmalig eingeben, um unseren Datenüberblick freizuschalten. Zudem müssen wir unsere Handynummer als 2-Faktor-Verifizierung hinterlegen. Jetzt können in unserem Schufa-Konto, welches wir über unseren Namen am oberen rechten Rand öffnen können, einen Einblick auf unsere Daten erhalten. Hier sehen wir einen tagesaktuellen Balken von unserem Bonitätsrisiko. Dieser kann von Tag zu Tag sehr schwanken. Rechts daneben sehen wir unseren Schufa-Score als Zahl, wo umso höher, umso besser ist. Maximal kann man 100% erreichen. Dieser wird alle 3 Monate automatisch erstellt und wir sehen auch, von wann der aktuelle Score ist. Weiter unten auf der Seite können wir unsere persönlichen Daten verwalten und sehen alle Unternehmen, die Einfluss auf unseren Schufa-Score genommen haben und unseren Score abgerufen haben. Diese können wir oberhalb filtern und über die Details sehen wir auch, welche Informationen ausgetauscht wurden. Diese Einträge können auch wieder entfernt werden, wenn sie nicht mehr aktuell sind und du beispielsweise dein Bankkonto bei einer Bank gekündigt hast, die deinen Score abgerufen hatte. Unter Zertifikate können wir die Bonitätsauskunft kaufen und unter Services erreichen wir den Kundenservice der Schufa. Den solltest du kontaktieren, wenn du Fragen zu bestimmten Werten oder sonstigen persönlichen Informationen aus deinem Account hast. Haben wir ein Plus- oder Premium-Abo, finden wir auch den IdentSafe unter digitale Sicherheit und können einen Update-Service aktivieren, der uns darüber informiert, wenn eine Firma unseren Schufa-Score abfragt. Der ist in allen Abos inklusive und kann per Mail oder SMS erhalten werden. Schließlich haben wir auch unsere Profilverwaltung, wo wir unsere persönlichen Informationen, Zahlungsmethoden, Bestellungen und Guthaben verwalten können.
Unter der Bestellübersicht können wir auch unser Abo über Meine Verträge aufrufen, wo wir es auch wieder kündigen können und sehen, wie lange es noch läuft. Wir können bei der Schufa auf Grundlage der DSGVO eine kostenlose Datenkopie anfordern, wo wir alle Informationen, die die Schufa über uns sammelt, nachvollziehen können. Das geht direkt über den Link in der Beschreibung. Hier müssen wir dann unsere persönlichen Informationen angeben, aber nur die Felder ausfüllen, die mit einem Sternchen versehen sind. Das ist eigentlich nur unser Name und Adresse, welche benötigt wird, um uns unsere Datenkopie per Post zuzuschicken. Alle Informationen, die wir hier angeben, können auch von der Schufa genutzt werden, um beispielsweise unser Scoring noch akkurater zu machen. Haben wir alles ausgefüllt, sehen wir im nächsten Schritt noch alle Angaben im Überblick und können diese dann abschicken. Es kann sein, dass die Schufa sich dann nochmal per Mail bei dir meldet, wenn irgendwelche Angaben fehlen oder falsch sind, die du dann noch nachreichen musst. War das aber alles erfolgreich, erhältst du dann in den folgenden Tagen einen Brief per Post mit deiner Datenkopie. Darin sehen wir alle persönlichen Informationen, welche die Schufa über uns gesammelt hat, und auf einem weiteren Zettel auch alle Unternehmen, welche die Schufa in den letzten 12 Monaten eine Auskunft über unsere Daten gegeben hat. Dort sehen wir auch unseren Score zu dem Zeitpunkt. Auch unseren aktuellen Score sehen wir nochmal darunter in Textform und erhalten auch weitere Informationen über die Datenverwertung und das Scoring der Schufa. Die Schufa erstellt nicht nur Scores für uns als Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. So wie es über uns eine Bonitätsauskunft gibt, gibt es auch eine für Unternehmen. Dies können wir einmalig für 28,50 € kaufen oder erhalten Sie einmal jährlich kostenlos im Meine Schufa Premium Abo. Diese Auskunft können wir auch für Unternehmen, die uns nicht selber gehören, beantragen, falls wir uns beispielsweise vor einer Zusammenarbeit über deren Bonität informieren wollen. Beim Bestellen müssen wir dann nach dem Unternehmen suchen, wo wir mindestens den Namen und den Ort des Unternehmens angeben müssen. Hier werden uns dann Ergebnisse angezeigt und diese können wir dann auswählen, um mit der Bestellung fortzufahren. Hier müssen wir ebenfalls unsere Daten und Zahlungsmethode hinzufügen. Direkt nach der Bestellung können wir per Mail die Unternehmensauskunft anzeigen, wo wir dann die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit und alle Kerndaten zum Unternehmen, die die Schufa kennt, einsehen können. Dieser Score ist anders aufgebaut als der für private Personen. Jetzt weißt du, wie du deine Daten bei der Schufa einsehen kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kommst du direkt zur Website, wo du alles beantragen kannst. Für mehr Tutorials zu beispielsweise unterschiedlichen Banken wie N26, DKB und Co. kannst du meinen YouTube-Kanal gerne kostenlos abonnieren. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.